Ein Gespräch wegen plötzlicher Beschwerden. Guten Tag, was ist heute los? Guten Tag, mir geht es seit heute Morgen nicht gut. Setzen Sie sich bitte erst einmal. Danke, Was genau haben Sie gemerkt? mir ist plötzlich schwindlig geworden. Ist das zum ersten Mal passiert? Ja, so stark hatte ich das noch nie. Wann hat das angefangen? Heute früh nach dem Aufstehen. Direkt nach dem Aufstehen oder etwas später? Direkt nach dem Aufstehen. Ist der Schwindel stark? Ja, besonders beim Gehen. Müssen Sie sich festhalten? Ja, manchmal. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Ja, leichte Kopfschmerzen. Sind Sie eher vorne oder hinten im Kopf? Eher vorne. Haben Sie Fieber gemessen? Nein, noch nicht. Fühlen Sie sich warm oder kalt? Eher kalt. Fühlen Sie sich müde? Ja, sehr müde. Konnten Sie letzte Nacht gut schlafen? Nein, ich habe schlecht geschlafen. Gab es Übelkeit? Ja, ein bisschen. Mussten Sie sich übergeben? Nein, Haben Sie heute etwas gegessen? nur ein kleines Frühstück. Was genau haben Sie gegessen? Nur ein Stück Brot. Haben Sie genug getrunken? Wahrscheinlich zu wenig. Trinken Sie heute bitte mehr Wasser. Ja, das mache ich. Hatten Sie Stress in letzter Zeit? Ja, auf der Arbeit. Viel Stress oder ungewöhnlich viel Stress? Mehr als sonst. Haben Sie solche Beschwerden schon einmal gehabt? Nein, das ist neu für mich. Haben Sie Schmerzen in der Brust? Nein, das nicht. Haben Sie Atemnot? Nein, ich kann normal atmen. Ist Ihr Herzschlag normal? Er fühlt sich etwas schneller an. Spüren Sie Herzklopfen? Ja, ein wenig. Haben Sie Angst wegen der Symptome? Ja, ein bisschen. Das ist verständlich. Ist das etwas Ernstes? Das schauen wir uns gleich genauer an. Gut. Ich messe jetzt Ihren Blutdruck. Okay. Danach messen wir auch Fieber. In Ordnung. Dann machen wir eine kurze Untersuchung. Muss ich hier bleiben? Das entscheiden wir nach der Untersuchung. Gut, danke. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Ja, ich versuche es. Wir kümmern uns jetzt um Sie. Danke, das beruhigt mich. Ein Gespräch über Symptome und Dauer. Was genau für Beschwerden haben Sie? Ich habe seit ein paar Tagen Halsschmerzen. Sind die Halsschmerzen konstant oder kommen sie und gehen sie? Sie sind fast immer da. Haben Sie auch Fieber? Ja, leichtes Fieber seit gestern. Haben Sie die Temperatur gemessen? Ja, sie war etwas über 38 Grad. Seit wann fühlen Sie sich krank? Seit etwa 3 Tagen. Haben die Beschwerden plötzlich angefangen? Nein, es kam langsam. Sind die Symptome gleich geblieben? Nein, sie sind langsam stärker geworden. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Ja, vor allem abends. Sind die Kopfschmerzen stark? Nein, eher leicht bis mittel. Tut der Hals beim Schlucken weh? Ja, besonders beim Essen. Auch beim Trinken? Ja, bei heißen Getränken mehr. Haben Sie Husten? Ja, aber nur trocken. Kommt Schleim mit? Nein, gar nicht. Ist der Husten tagsüber oder nachts stärker? Nachts ist er schlimmer. Können Sie deswegen schlecht schlafen? Ja, ich wache oft auf. Haben Sie Schnupfen oder eine verstopfte Nase? Ja, meine Nase ist oft zu. Können Sie noch gut durch die Nase atmen? Nur manchmal. Fühlen Sie sich müde oder schlapp? Ja, ich bin sehr müde. Auch tagsüber? Ja, den ganzen Tag. Können Sie normal arbeiten? Nein, das fällt mir gerade schwer. Mussten Sie schon zu Hause bleiben? Ja, gestern bin ich früher gegangen. Haben Sie die Symptome schon einmal gehabt? Ja, aber nicht so lange. Waren sie damals genauso stark?
Nein, damals war es schneller vorbei. Haben Sie Medikamente genommen? Nur Tee und Tabletten gegen Schmerzen. Welche Tabletten haben Sie genommen? Ibuprofen. Haben die Tabletten geholfen? Ein bisschen, aber nicht lange. Haben Sie Halstabletten benutzt? Ja, ein paar. Haben sie geholfen? Nur kurz. Gab es in letzter Zeit Stress? Ja, bei der Arbeit war viel los. Mehr Stress als sonst? Ja, deutlich mehr. Haben Sie genug geschlafen? Nein, eher schlecht. Wie viele Stunden ungefähr? Vielleicht 5 oder 6. Gibt es noch andere Symptome? Manchmal friere ich. Auch wenn es warm ist? Ja, auch dann. Haben Sie Schmerzen im Körper? Ja, ein bisschen in den Gliedern. Danke, das hilft mir sehr. Muss ich mir Sorgen machen? Wir schauen uns das jetzt genauer an. Okay, Ich untersuche gleich Ihren Hals. gut. Danach messen wir noch einmal Fieber. In Ordnung. Dann entscheiden wir, was zu tun ist. Danke. Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Ja, danke. Ein Gespräch über die Diagnose. Ich habe mir Ihre Ergebnisse angeschaut. Okay, was haben Sie herausgefunden? Es sieht nach einer Erkältung aus. Also nichts Ernstes? Nein, nichts Ernstes. Das beruhigt mich. Ihre Symptome passen gut dazu. Wegen dem Husten und dem Fieber? Ja, genau deshalb. Und wegen der Halsschmerzen? Ja, auch die gehören dazu. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, im Moment nicht. Ist es ansteckend? Ja, ein bisschen. Kann ich andere anstecken? Ja, vor allem am Anfang. Soll ich zu Hause bleiben? Ja, am besten ein paar Tage. Wie lange dauert das ungefähr? Meistens 5 bis 7 Tage. Und der Husten? Der kann etwas länger bleiben. Kann es schlimmer werden? Normalerweise nicht. Was ist, wenn das Fieber steigt? Dann melden Sie sich bitte. Ab welcher Temperatur? Ab 39 Grad. Ist das eine Virusinfektion? Ja, es ist ein Virus. Brauche ich Antibiotika? Nein, die helfen hier nicht. Gut zu wissen. Ruhe ist jetzt sehr wichtig. Soll ich viel schlafen? Ja, so viel wie möglich. Darf ich arbeiten gehen? Besser nicht diese Woche. Soll ich mich krank melden? Ja, das ist sinnvoll. Und Sport? Bitte erst wieder, wenn Sie fit sind. Also kein Joggen? Nein, noch nicht. Gibt es etwas, das ich vermeiden soll? Ja, Stress und kalte Luft. Darf ich rausgehen? Ja, aber nur kurz und warm angezogen. Kann ich normal essen? Ja, leichte Kost ist gut. Zum Beispiel Suppe? Ja, Suppe ist sehr gut. Viel trinken auch? Ja, Wasser und Tee. Mit Honig? Ja, Honig hilft dem Hals. Soll ich Medikamente nehmen? Bei Bedarf Schmerzmittel. Zum Beispiel Ibuprofen? Ja, das ist in Ordnung. Muss ich noch mal kommen? Nur wenn es nicht besser wird. Woran merke ich das? Wenn die Schmerzen stärker werden. Oder wenn das Fieber bleibt? Genau. Und wenn ich schlechter atmen kann? Dann kommen Sie sofort. Gut, das merke ich mir. Haben Sie noch Fragen? Nein, jetzt ist alles klar. Dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Vielen Dank. Ruhen Sie sich gut aus. Das mache ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ein Gespräch über Behandlung und Medikamente. Die Diagnose ist eine leichte Entzündung. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, das ist gut behandelbar. Das ist gut zu hören. Sie müssen sich keine großen Sorgen machen. Was soll ich jetzt tun? Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Also viel Ruhe? Ja, Ruhe ist sehr wichtig. Darf ich arbeiten gehen? Besser nicht, bleiben Sie lieber zu Hause. Wie lange ungefähr? Mindestens 3 bis 5 Tage. Brauche ich Medikamente? Ja, ich verschreibe Ihnen etwas. Ist das ein Schmerzmittel? Ja, gegen Schmerzen und Entzündung.
Muss ich es regelmäßig nehmen? Ja, bitte regelmäßig. Wie oft soll ich es nehmen? Zweimal am Tag nach dem Essen. Morgens und abends? Genau. Soll ich es immer zur gleichen Zeit nehmen? Ja, das ist am besten. Gibt es Nebenwirkungen? Manchmal leichte Müdigkeit. Sonst noch etwas? Gelegentlich ein leichter Magenreiz. Sollte ich etwas dagegen tun? Nehmen Sie das Medikament nach dem Essen. Darf ich Auto fahren? Lieber nicht direkt nach der Einnahme. Wie lange soll ich das Medikament nehmen? 5 Tage reichen meistens. Soll ich es früher absetzen, wenn es mir besser geht? Nein, bitte nehmen Sie es zu Ende. Und wenn es nicht besser wird? Dann kommen Sie bitte wieder. Soll ich viel trinken? Ja, Wasser oder Tee sind gut. Gibt es Getränke, die ich vermeiden soll? Ja, bitte keinen Alkohol. Darf ich Sport machen? Nein, bitte erstmal Pause. Auch keinen leichten Sport? Nein, erst wenn Sie schmerzfrei sind. Wann kann ich wieder normal arbeiten? Wenn die Schmerzen weg sind. Also nicht zu früh? Genau. Brauche ich ein Rezept? Ja, ich gebe es Ihnen mit. Kann ich das in jeder Apotheke holen? Ja, das ist kein Problem. Soll ich noch etwas beachten? Ruhen Sie sich aus und hören Sie auf Ihren Körper. Danke für die Erklärung. Gern geschehen. Dann weiß ich Bescheid. Gute Besserung. Die Untersuchung ist jetzt fertig. Muss ich noch einmal wiederkommen? Ja, bitte in 2 Wochen. Ist das sehr wichtig? Ja, wir wollen den Verlauf kontrollieren. Was wird dann gemacht? Wir sprechen über Ihre Symptome. Gibt es noch eine Untersuchung? Nur wenn es nötig ist. Wann soll ich genau kommen? Am besten morgens. Geht auch ein Termin am Nachmittag? Ja, das ist auch möglich. An welchem Tag hätten Sie Zeit? Nächsten Dienstag oder Donnerstag. Donnerstag passt mir besser. Gut, dann Donnerstag um 10 Uhr. Muss ich etwas mitbringen? Ja, bitte Ihre Versicherungskarte. Soll ich vorher etwas beachten? Ja, bitte kommen Sie nüchtern. Ab wann darf ich nichts mehr essen? Ab 6 Stunden vorher. Darf ich Wasser trinken? Ja, Wasser ist erlaubt. Soll ich die Medikamente weiternehmen? Ja, nehmen Sie sie wie besprochen. Und wenn es schlimmer wird? Dann kommen Sie früher oder rufen Sie an. Ist das jederzeit möglich? Ja, während der Sprechzeiten. Wie lange dauert der nächste Termin? Etwa 15 Minuten. Gut, das schaffe ich. Haben Sie noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Dann sehen wir uns nächste Woche. Vielen Dank, bis dann. Gern geschehen, gute Besserung. Ein Gespräch über die Krankmeldung. Wir sprechen jetzt über Ihre Krankmeldung. Ja, das ist mir wichtig. Sie fühlen sich noch nicht arbeitsfähig, richtig? Ja, ich fühle mich noch sehr schwach. Können Sie sich konzentrieren? Nein, das fällt mir schwer. Haben Sie noch Schmerzen? Ja, vor allem am Morgen. Dann ist Arbeiten im Moment nicht sinnvoll. Das denke ich auch. Ich kann Sie krank schreiben. Für wie lange? Zuerst für 3 Tage. Reicht das aus? Meistens ja. Und wenn es mir danach nicht besser geht, Dann verlängern wir die Krankmeldung. muss ich dafür wiederkommen? Ja, bitte. Ab wann gilt die Krankmeldung? Ab heute. Auch für heute? Ja, auch für heute. Muss ich meinem Arbeitgeber sofort Bescheid sagen? Ja, am besten heute noch. Per Telefon oder E-Mail? Beides ist möglich. Muss ich sagen, was ich habe? Nein, das müssen Sie nicht. Also nur, dass ich krank bin? Genau. Bekomme ich eine Bescheinigung? Ja, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Bekomme ich die ausgedruckt? Ja, und auch digital. Was mache ich mit dem Zettel? Einen Teil geben Sie dem Arbeitgeber. Und der andere Teil? Der ist für Sie. Geht das auch elektronisch? Ja, viele Arbeitgeber bekommen es digital. Muss ich trotzdem etwas einreichen? Fragen Sie am besten bei Ihrer Firma nach. Ab wann braucht man eine Krankmeldung?
Spätestens ab dem 3. Tag. Manche Firmen wollen Sie früher, oder? Ja, manche schon ab dem 1. Tag. Dann ist es gut, dass ich heute hier bin. Ja, das war richtig. Bekomme ich weiter Gehalt? Ja, in der Regel bekommen Sie Lohnfortzahlung. Wie lange? Bis zu 6 Wochen. Und danach? Danach zahlt die Krankenkasse. Muss ich dafür etwas beantragen? Nein, das läuft automatisch. Darf ich während der Krankmeldung rausgehen? Ja, wenn es Ihrer Gesundheit hilft. Also spazieren gehen? Ja, das ist erlaubt. Darf ich einkaufen gehen? Ja, das dürfen Sie. Was darf ich nicht tun? Alles, was Ihre Genesung verzögert. Zum Beispiel Sport Genau. oder Arbeiten von zu Hause. Auch das ist nicht erlaubt. Gut zu wissen. Ruhen Sie sich wirklich aus. Ja, das mache ich. Wenn Ihr Arbeitgeber Fragen hat, kann er uns nicht anrufen. Warum nicht? Wegen des Datenschutzes. Das ist gut. Ihre Diagnose bleibt privat. Das beruhigt mich. Haben Sie noch Fragen zur Krankmeldung? Nein, jetzt ist alles klar. Dann stelle ich die Krankmeldung aus. Vielen Dank. Gute Besserung. Danke. Melden Sie sich, wenn es Ihnen schlechter geht. Das mache ich. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Erholung. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.